Guten Morgen allerseits. Wir wollten irgendwas gemeinsam unternehmen und in ein Museum gehen. Und was liegt da näher, als in das wahrscheinlich weltgrößte Mini-Flaschen-Museum zu gehen? Die Sammlung besteht aus mehreren tausend Mini-Flaschen aus der ganzen Welt und sind nach den unterschiedlichsten Kategorien wie zum Beispiel Herkunftsland, Zeit, Thema oder Preis sortiert. Die meisten der Flaschen sind ungefähr so groß wie die Hälfte der Länge meines Zeigefingers. Hier sehen wir eine Flasche in der Flasche. Absolut geflasht. Mini-Flaschenhumor. Ein guter Lacher verlängert das Leben, auch in der Mini-Flaschenwelt. Amerikanischer Humor ist meist repräsentiert mit handbemalten Flaschen und eindeutig zweideutigen Untertönen. Der deutsche Humor hingegen ist etwas roher und direkt bei der Sache. Flaschen neben Flaschen in einer Flasche zwischen Flaschen neben Flaschen. Auch ein Kronleuchter kann aus Flaschen bestehen. Nachdem wir es schweren Herzens tatsächlich geschafft haben, uns von der Rutschbahn zu trennen, sind wir ganz spontan ins Kino gegangen und haben uns den Film Die Gebrüder Löwenherz von Astrid Lindgren angeschaut. Auf Schwedisch. Ungefähr eine halbe Woche später noch schnell eine Schicht im RF-Café und am darauffolgenden Freitag früh um 6:30 aufstehen und um 6:45 den Zug zum Flughafen nehmen. Knapp 1700 Kilometer weiter nördlich sind wir in Tromsø am Lufthafen angekommen. Die Durchschnittstemperatur an dem Wochenende des 9. bis zum 11. März 2018 lag bei ungefähr -12 bis -14 Grad. Kennt ihr das, wenn man durch den Tunnel läuft und am Ende nichts sieht außer das Licht und weiß aber, dass es ziemlich cool aussehen wird, wenn man rauskommt? Genau dafür bin ich sogar noch mal extra zurückgelaufen und habe das Ganze mit Film irgendwie versucht einzufangen. Und wie das halt so ist, dann filmt man und macht das genau und wie versucht sich fast so ein kleines Drehbuch zusammenzuarbeiten. Und dann kommt doch tatsächlich da so ein Radfahrer und versaut alles. Mir wurde dieses Erlebnis ja nicht genommen, aber für den Film war es natürlich kaputt. Drum gibt's hier jetzt als Kompensation leckeres Essen in wunderschönem Teller und Becher. Der Plan war einfach nur ein Wochenende in Tromsø zu verbringen mit hauptsächlich Nordlichtjagd und ein bisschen Touristenaktivitäten, wie das halt so ist, wenn man schon mal da ist. So kommt man dann dazu, dass man einen gefrorenen Hafen sieht, der ausschaut wie diese typischen ausgetrockneten, aufgeplatzten Wüsten, Lehmboden, was auch immer Dinger. Und selbstverständlich auch schöne Landschaft mit Bergen und Eis und Schnee und was es sonst noch da so gibt. Und tatsächlich haben wir hier ein Nordlicht gesehen. Wunderschöne Berge im Hintergrund und wunderschöne Menschen im Vordergrund. Das sind meine Reisekumpanen und ich. Und die nächsten Bilder sind eigentlich selbstsprechend, darum werde ich da nicht viel dazu sagen, sondern einfach das ein bisschen durchlaufen lassen. Also am besten einfach Zurücklandschaften und Lehne genießen.
Der krönende Abschluss war dann das Polarmuseum, was ziemlich klein eigentlich war, aber ziemlich cool und ziemlich interessant. Da ging es darum, wie die ganzen Pole, hauptsächlich der Nordpol, erfunden wurde. Und außerdem die ganze Entwicklung mit dem ganzen Eis, was da schmilzt und kommt und bla bla, wie das so ist mit der Umweltverschmutzung und der globalen Klimaerwärmung. Deswegen immer schön die Fenster zulassen, wenn die Heizung an ist. Faszinierend war dieses Kajak, mit dem sie damals so irgendwann 1800, was weiß ich was, 80, 90, da oben im Eismeer rumgeschwommen sind. Und das war dann der Anblick, den wir bekommen hatten, als wir zurück zum Flughafen gelaufen sind. Und so konnte ich jetzt in einem Satz, in wenigen Worten, innerhalb von wenigen, wahrscheinlich Bruchteilen von Sekunden, einen Zeitsprung und Ortssprung von mehreren tausend Kilometern machen und über 100 Jahre einfach überspringen. Das Wunder der Zeitmaschine in der Sprache. Wer mit diesem letzten Gedanken gerade nichts anfangen konnte, macht nichts, ist egal, einfach drüber nachdenken oder vergessen. Da geht unser Flug zurück am Sonntagabend nach Oslo. Und Ankunft in Oslo war dann unter heftigem Schneesturm mit ungefähr 7 cm Schnee auf der Rollbahn. Es ist ja ein wenig mies, aber ich muss sagen, der hat vor einer Stunde angefangen zu buddeln. Durchgehend.